Deutsch lernen durch Hören. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, sagt Bruno. Als er erwacht, sitzt er auf einer Bank. Warum bin ich nicht in meinem Bett? Überlegt er, während er sich umsieht. Das ist nicht die normale Welt. Der Rasen ist blau und der Himmel pink. Statt Blumen stecken große Lollis in allen möglichen Farben im Gras. Was mache ich jetzt bloß? Wie komme ich wieder nach Hause? Fragt sich Bruno ratlos. Er steht auf und bemerkt, dass er barfuß ist und immer noch den Schlafanzug trägt, mit dem er gestern Abend ins Bett gegangen ist. Bruno fühlt Kieselsteine unter den Füßen. Sie sind gelb und orange und außerdem etwas klebrig. Als Bruno einen der Steine aufhebt und ansieht, bemerkt er, dass es sich um einen Bonbon handelt. Es riecht nach Zitrone. Lecker. Kann ich das essen? Fragt sich Bruno. Er guckt seine dreckigen Füße auf den Bonbons an. Ich glaube, das esse ich lieber nicht. Er lässt das gelbe Bonbon fallen. In der Ferne entdeckt Bruno einen Wald mit lila Bäumen. Ein Weg aus den klebrigen Bonbons führt in den Wald. Vielleicht komme ich nach Hause, wenn ich dem Weg folge, denkt Bruno und geht zum Wald. Es dauert lange, bis er dort ist. Er läuft fast eine halbe Stunde. Als Bruno am Wald ankommt, bemerkt er, dass an den Bäumen Spielsachen hängen. Autos, Teddys und noch viel mehr entdeckt er. Ich glaube, diese Welt ist toll für Kinder. Bruno geht weiter auf dem Weg durch den Wald. Es ist sehr dunkel unter den Bäumen. Leider habe ich keine Lampe. So kann ich die Bonbons auf dem Boden kaum sehen. Zum Glück kann er die Bonbons unter den Füßen noch fühlen. So kann er dem Weg weiter folgen. Bald wird es wieder heller, denn die Bäume stehen nicht mehr so dicht. Bruno kann nun erkennen, was hinter dem Wald ist. Etwas entfernt steht eine riesige Mauer aus weißer Schokolade. In der Mauer scheint eine grüne Tür zu sein. Darum geht Bruno jetzt schneller. Er möchte so gern nach Hause und wieder zurück in sein warmes Bett. Er hat schon kalte Füße. Bruno läuft, so schnell er kann, aber ohne Schuhe geht das nicht so gut. Seine Füße tun ihm weh. Endlich kommt er an der Mauer an. Die Schokolade riecht wirklich lecker, aber Bruno möchte nur noch nach Hause. Darum schaut er sich lieber die Tür an. Sie ist grün und hat leider keinen Türgriff. Wie soll ich sie öffnen? Fragt Bruno sich und untersucht die Tür genauer. Er drückt dagegen, aber sie bewegt sich nicht. Da fällt ihm ein großes rotes Gummibärchen auf, das in der Schokolade neben der Tür steckt. Vielleicht kann ich damit die Tür öffnen, überlegt Bruno. Mit beiden Händen drückt er auf den Bauch des Gummibärchens. Die Tür öffnet sich und Bruno sieht auf der anderen Seite der Mauer einen Raum, in dem ein Schrank und ein Bett stehen. Das sind seine Möbel. Endlich ist Bruno wieder zu Hause.